Hello everyone. Heute ist ein neuer Tag hier auf der Baustelle. Wieder mit viel Licht. Aber darum soll es heute nicht gehen, sondern um die weitere Verfugung der Fassade. Und gegebenenfalls trage ich auch noch ein bisschen Boden ab, denn demnächst könnte es mit der Heizung weitergehen. Und da wir ja eine Fußbodenheizung verlegen wollen, gibt es noch ein bisschen Boden wegzustemmen. Und zwar hier im alten Pferdestall. Da gibt es nämlich so eine Erhöhung. Und es ist ein bisschen unklar, was darunter ist, weil dieser Raum ist nicht unterkellert. Und ja, zudem gibt es noch in dem Badezimmer hier unten ein bisschen Boden abzutragen. Und vielleicht schaffe ich ja auch das noch heute. Aber schauen wir mal. Ich nehme mir auf jeden Fall erstmal ein bisschen Mörtel und mache an der Fassade weiter, weil wir ja unbedingt das Gerüst bald möglich oder so bald wie möglich loswerden wollen. Hier sehen wir noch ein bisschen Boden, der weg muss. Und letztlich diese Wand auch. Vielleicht erinnert ihr euch, das ist diese Konstruktion mit Bitumen und Maschendraht. Ja, eigentlich würden wir gerne hier überall die Fliesen abschlagen. Aber ich denke, das ist ein größeres Projekt. Und hier sieht man den Boden im Pferdestall, der ist so aufgegossen. Wir hoffen, dass das keine Bodenplatte ist. Und hier diese Ritzen zwischen Boden und Wand geben auch so ein bisschen Hinweis darauf, dass das wahrscheinlich keine Bodenplatte ist, sondern ein nachträglich gegossener Boden. Der ist auch so trichterförmig und geht hier zu so einer Art Ausguss im Boden. Also wir vermuten, dass das dafür da war, um den Urin der Pferde dorthin zu leiten. Jetzt wieder auf dem Gerüst angekommen. Material ist vorbereitet und hinter mir ist das Stück, was ich heute machen werde. Wir haben jetzt fast schon den Anschluss zu hier, wo ich den Segmentbogen geöffnet habe. Also mal schauen, wie weit ich heute komme. Vielleicht schaffe ich sogar die ganze Ebene. Mal gucken. Right, also die Lagerfugen, die horizontalen, sind jetzt hier schon ziemlich weit, ungefähr bis zu der Höhe. Und jetzt habe ich noch ein ganz bisschen Mörtel übrig und den will ich für die vertikalen Fugen nehmen.
so viel ist hier noch drin. Schauen wir mal, ob das reicht. Ja, das war jetzt ein Dreiviertel Eimer. Der reicht für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 Lagerfugen zwischen den Fenstern. Puh, sieht nach einer Punktlandung aus. Es fängt hier gerade an zu regnen und mein Mörtel ist alle gegangen. Klingt nach einem starken Call, jetzt nach drinnen zu gehen und sich den Boden mal anzuschauen. Das werde ich machen und vorher zeige ich euch noch einmal, wie weit ich hier gekommen bin und wässer dann nochmal meine Arbeit. Dieses Stück hier habe ich jetzt verfugt. Also quasi von hier oben bis hier unten. Die Lagerfugen komplett und die Stoßfugen ja, so bis dort. Alright Leute, jetzt wird gestemmt. Wir schauen mal, was unter dem Boden hier im Pferdestall ist. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Corinna denkt, es könnte entweder Erdreich darunter sein oder ein versteckter Keller. Und ich denke wiederum, dass einfach die gleiche Konstruktion wie sonst überall auf dem Boden ist. Also diese Stahlbetonplatten zwischen Stahlträgern. Ihr könnt einfach mal schreiben, was ihr denkt. Tja, also es hat ergeben, dass dieses Loch so mehr oder weniger, also der Boden ist mehr oder weniger unterhöhlt. Und ja, was das genau bedeutet, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, also dieser Boden im Pferdestall ist irgendwie hohl unten. Da ist so eine Art Schüttung drunter. Also es sieht so ein bisschen so aus, als wäre da eine Grube mal ausgehoben gewesen und da hätte man den ganzen Bauschutt einfach eingebracht. I don't know. Auf jeden Fall mache ich hier jetzt alleine erstmal nicht mehr weiter. Das will ich mir mit Kuri mal anschauen. Und ja, dann schauen wir weiter beim nächsten Mal, würde ich sagen. Es wird nämlich langsam auch später und ich habe nicht mehr so richtig viel Bock. Von daher geht's beim nächsten Mal weiter. Ich freue mich, dass ihr wieder da wart und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und genau, ihr könnt quasi immer noch in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was unter diesem Pferdestall ist. So richtig geklärt ist es ja noch nicht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video.